Heute nehmen wir uns mal einen offenen Güterwagen vor. Der ist sozusagen fabrikneu. Man sieht, wie schön der glänzt. Und der allererste Schritt, bevor wir den ein bisschen vergammelt kriegen, ist, dass wir diesen Glanz entfernen. Ich habe hier eingespannt den Rest von einem sogenannten Glashaarpinsel oder auch Glasfaserradierer, kriegt man im Zeichenbedarf. Und damit können wir auch in den feinsten Ecken diesen Glanz schon ein bisschen abstumpfen. Aufpassen bei den Anschriften am Fahrzeug, dass wir die nicht komplett wegradieren. Man sieht schon, was das gebracht hat. Und jetzt nimmt es auch nachher die Farbe, mit der wir dem Ding zu Leibe rücken, viel besser an. So, das war schon mal die erste Seite. Den Staub und die Glasfasern, die dabei abbrechen, nicht wegpusten. Die pieken ganz widerlich. Vorsichtig mit einem anderen sauberen Pinsel abkehren, bisschen klopfen und dann von der Zeitung direkt in den Abfalleimer befördern. So, wir sehen aber jetzt schon wunderschön matt diese Seite. Zum Vergleich, die Rückseite ist völlig unbehandelt. Die sieht immer noch aus wie neu. Zwischenzeitlich habe ich den Waggon mal komplett zerlegt, das Fahrwerk abgemacht. Beim Mattieren bitte auch nicht die Oberkanten vergessen, denn die sind nachher auf jeden Fall sichtbar. Das Fahrwerk auch extrem blank und glänzend, also auch da mal mit dem Glasfaserstift entlang. An den Radlagern und Federpaketen kommen wir mit dem Glasfaserstift nicht so richtig ran, aber da kriegen wir die Farbe schon zum Halten. Dafür habe ich sowieso eine spezielle Methode. Und nicht vergessen auch die Flächen der Puffer ein bisschen anrauen. Ganz zerlegen können wir das jetzt nicht, weil das ist eine Altbaukonstruktion mit den aufgenieteten Kupplungen. Da werden wir halt ein bisschen Acht geben müssen, dass wir jetzt da nichts verkleistern. Bei diesem Modell hier gibt es ein paar Details. Das sind so Ösen auf der Bordwand und an den Ladeklappen. Außerdem Haltegriffe für den Rangierer. Da ziehen wir jetzt mal ein bisschen Silberfarbe aus dem Filzstift drauf, beziehungsweise auf den Ringen. Da reicht ein Tupfen. Das wird später wieder ein bisschen relativiert, dadurch, dass wir das etwas anmalen. Aber dieser Effekt, damit heben wir den klein bisschen hervor. Und erscheinen die etwas plastischer. Das geht auch für die Gelenkstangen, die Verschlüsse, die Scharniere. Rostfarbe kommt, wie gesagt, später. Und überall, wo wir jetzt gekleckert haben, werden wir das mit Rostfarbe wieder ein bisschen zumalen. Mit etwas verdünnter Acrylfarbe, Rostton, gehen wir jetzt hier mal über die Wagenflanke, die wir vorhin angeraut haben. Ganz dünn, ganz wässrig. Und direkt wieder ein bisschen wegtupfen das Ganze. Auch die Federpakete, die können etwas von dieser Rostfarbe vertragen. Aber auch die werden gleich nochmal abgetupft. Und falls jemand das Gefühl hat, dass ich ab und zu etwas nuschele, dann liegt das immer nur daran, dass ich mir den Pinsel zwischen die Zähne klemme, um ihn griffbereit zu haben und nirgendwo irgendwelche Kleckse damit zu verursachen. Am Wagenkasten gehen wir ruhig ein bisschen beherzter vor.
Da, wo wir zum Beispiel mit dem Silber ein bisschen gekleckert haben, da malen wir so, dass nur noch die Stange, die Verschlussstange an den Klappen zu sehen bleibt. Man kann auch eine Stelle darstellen, als wäre sie mal repariert worden. Da malt man dann ein einigermaßen gerades Viereck, als hätte man da schon mal nachlackiert. Das kann an verschiedenen Stellen sein. So, gut trocknen lassen. Anderen Effekt erzielen wir so. Jetzt nehmen wir erstmal ein bisschen von der wässrigen Farbe, streichen es nur an der Oberseite an. Pinsel ausstreichen. Nochmal gut nass machen. Und dann ein bisschen verschlieren herunterziehen. Als wäre da der Rost mit dem Regen heruntergewaschen worden. Die Radsätze werden ebenfalls zunächst mal mit Rostfarbe bearbeitet. Die Laufflächen jetzt nicht unbedingt, aber die Spurkränze können ruhig auch etwas Rost vertragen. Unsere Fahrgestell habe ich jetzt mit ein bisschen Malerkrepp abgedeckt, dass nur die Radlager und Federpakete frei bleiben. Die bekommen jetzt einen winzigen Schuss Fixierspray. Ich mache das hier mal etwas nebenher. Nur damit die Sache ein bisschen klebrig wird. Und jetzt nehmen wir uns Patina Pulver Rostfarbe auf den Pinsel und klopfen den mit dem Fixierspray etwas aus. So, andere Seite. Und auch hier reichlich Pülverchen. In die Fixierung. So, das lege ich jetzt mal zur Lüftung, weil das müffelt ja dann doch was. Weiter geht's mit Patina Pulver in Rußschwarz und dem harten Stupspinsel. Wir stupsen das doch damit erstmal richtig schön tief in die Ecken und können es dann ein bisschen nur senkrecht, wie das Regenwasser verlaufen wäre, verreiben. So, auch das nicht zu gleichmäßig. Ist der ganze Wagen in einem richtig schönen Schmuddelbraun grau erscheint. So, Stirnseiten nicht vergessen. Müssen wir den Kameraden nur noch ein bisschen in Form bringen, denn er kann ja die Jahre nicht so völlig unverbeult überstanden haben. Auf der Seite hat er schon einige Blessuren erlitten, die wir vorsichtig mit einem heißen Lötkolben von der Innenseite hineingedrückt haben. Also legen wir uns den mal hier so auf zwei Hölzchen und dann, das muss jetzt jeder selber rauskriegen, das Quant und lieber mehrmals kurz anheizen und immer wieder die Außenseite kontrollieren. Sonst ist man nämlich ganz schnell durch und hat da ein Loch drin. Aber das kommt ganz gut hier. Das gibt eine wundervolle Beule, diese da. Die ist auch nicht schlecht. So, innen machen wir es dann nachher mit der Feile noch mal ein bisschen. Ich denke, das genügt schon. Für gute Belüftung sorgen bitte dabei. Wie gesagt, es raucht und
stinkt ein wenig. So, alles wieder zusammengesetzt. Wir müssen noch einen Tropfen Öl an die Radlager geben, damit die wieder ordentlich laufen. Innenraum haben wir nochmal mit brauner Rostfarbe ein bisschen gleichmäßig gestrichen, aber da kommt noch eine Ladung rein. So, was jetzt noch fehlt, ist ein winziger Klecks schwarzer Lackfarbe auf die Pufferteller. Das soll ein bisschen aussehen wie frisches Schmierfett. Also hier darf ruhig Hochglanzfarbe verwendet werden. So. Und das war's dann auch schon. Danke fürs Zusehen.